Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von The Invincible. Unser Lager liegt da hinten in 425 Meter Entfernung. Wir haben es in der letzten Runde mit dem Entfernungsmesser schon mal gespottet, der gleichzeitig auch unser Teleskop ist, unser Fernglas. Und dort hinten wollen wir hin. Das ist unser Ziel. Haben in der letzten Folge schon mal einen Weg gefunden von unserer Absturzstelle, von hier hinten irgendwo bis nach hier oben. Hier wären wir wohl im Kreis gelaufen. Gut, dass wir nicht lang spaziert sind. Wir sind jetzt mittlerweile hier rausgekommen, aber jetzt, würde ich trotzdem ganz gerne mal gucken, was da hinten so auf uns wartet und vielleicht dann erstmal drauf losstarten, um zu gucken, was dort auf uns zukommt. Denn, so wie es aussieht, können wir uns hier ein bisschen umschauen, auch in Gebieten, in denen wir vielleicht dann nicht mehr vorankommen. Oder ist das vielleicht tatsächlich das Gebiet, das wir einschlagen sollten? Great. A route that won't break my neck. I hope. Ich glaube schon. Alles klar, dann werden wir vielleicht noch mal kurz den Retourgang einlegen und vielleicht doch noch mal schauen, was hier so vor uns liegt. Möglicherweise ein viel steilerer Abhang, den ich bis jetzt noch gar nicht entdeckt habe. Eine Kante. Tja, und hier sollten wir vielleicht nicht unbedingt nach unten. I can't get down this way. I could attach a rope though. But, for some reason I don't have one with me. Na, vielleicht gibt es ja im Lager dann da drüben eins, möglicherweise. Der Sturm ist mittlerweile auf seinem Höhepunkt. Und so wie es aussieht, müssen wir mitten durch. Oh well. If it catches me, so be it. This suit will hold. Huiuiuiui. Wir sind auf einem uns bekannten Planeten. Wir sind auf Regis III, einem Planeten, den wir schon erforscht haben, wissen aber darüber herzlich wenig, leider Gottes. Ein weiterer steiler Abhang. Here the ground slopes a little more gently, which doesn't mean it's completely flat. On second thoughts, maybe not. The last thing I need now is an injury. So, hier wollen wir auf jeden Fall nicht runter, denn wir haben ja mittlerweile schon den richtigen Abgang gefunden, den sanften hier auf der linken Seite. Und jetzt nochmal kurz die Map geöffnet und da sieht man, hier geht es dann tatsächlich nicht mehr weiter. Unten führen die Wege natürlich wieder zusammen und alle münden irgendwie mitten im Sandsturm, durch den wir durch müssen. Unser Anzug wird halten, denn der ist ja nicht erst gestern entwickelt worden, der wird schon einiges überstanden haben. Und ich bin auch froh, dass wir noch halbwegs wissen, wie wir den Anzug benutzen sollen. Eieieiei. Das sah schon gefährlich aus. I'm at the bottom. Looks better from here. Na, gucken wir mal. I'll be with you soon. Gehe weiter in Richtung des Lagers. Eine neue Mission. Wir müssen weiter geradeaus. Und zwar mitten durch den Sandsturm, liebe Freunde. Ich hoffe, wir überstehen das und ich hoffe, wir finden raus, wo wir hier dann tatsächlich auch hin müssen. Denn hier im Sandsturm werden wir irgendwann mal die Sicht verlieren. Ich orientiere mich mal an den zwei Planeten, die wir da vor uns sehen, denn die liegen genau in der Richtung, in der sich auch das Lager befindet. Kurz nochmal auf die Karte gucken. Geht gar nicht. Gehe weiter in Richtung des Lagers. Und wir sehen nichts mehr. Absolut nichts. What happened? Where? Wo zum Teufel sind wir? Das ist eine berechtigte Frage. Und da hinten ist das Lager. Wir sind nicht weit vom Kurs abgekommen. Da hinten ist unser Lager. Impossible. I'm much closer to my destination. I must have walked for some time. But I don't remember it.
I black out again? Die Sonne strahlt noch. Auf der anderen Seite ist finsterste Nacht und wir sehen die Sterne. Da hinten sehen wir weiterhin den Planeten. Send a hopper closer to the camp. Find a place to land. I need to get back to Dragonfly as soon as possible. Go to the infirmary and do a full set of tests on myself. Aber es wird uns wohl keiner hören. Wir gucken noch mal ganz kurz, wo wir sind. Und wir haben anscheinend hier von dieser Umgebung relativ wenig entdeckt, denn das alles ist bis jetzt unbekannt. Und so wie es aussieht, ja, ich glaube, wir könnten das sogar entdecken, wenn wir wollen. Sollen wir das mal machen? Wobei, was gibt es hier großartig zu entdecken, ist die andere Frage. Wir sehen, dass es hier nichts gibt, außer Stein und Sand. Ich versuche mal vorne runterzukommen, mal gucken, ob das funktioniert, aber vielleicht haben wir hier wieder einen steilen Abhang oder sowas. Und müssen sowieso hinten durch, aber so wie es aussieht, kommen wir tatsächlich hier durch. Genau, und wir verlieren mal nicht das Lager aus dem Blick, denn genau das ist unser Ziel. Genau dort wollen wir hin und wir wollen jetzt nicht ein zweites Mal in den Sandsturm geraten, da drüben tobt er nämlich noch. Wir wollen Richtung Lager. Aber wie können wir das erreichen? Ich glaube nämlich nicht, dass wir hier springen können. Leider. Dann müssen wir es wohl durch diese Schlucht hier versuchen. Genau. Ein bisschen was haben wir zumindest wieder von der Umgebung aufgedeckt. Ja, gucken wir mal, wo es uns dahin verschlagen wird. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, ob wir in diesem Lager... Ich kann mich nämlich an die Demos überhaupt nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, da haben wir sogar auch das Lager entdeckt. Aber ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, was oder wen wir dort entdeckt haben. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob wir hier tatsächlich unsere Crewmitglieder finden werden. Oder ob wir vielleicht tatsächlich zum Schluss alleine dastehen. Und es geht steil bergauf für uns. Don't go, bright sun. Time to let the night in. All my legs are heavy. The field is not inviting. Legs become too heavy, hands become too weary. Don't you go, night is not that scary. Himmelskörper finden wir direkt voraus. Regis III Satellite. R303. Astrogator, sir. Crew? Dr. Gorski, right on time. Any updates? We have a set of data from the near-surface probe. Great. How's the activity? 0, 0, and 2. So, less than nothing. Atmosphere? Nitrogen, 78%. Argon, 2%. Carbon dioxide, 0. Methane, 4%. The rest is oxygen. Wait, that's 16%. With oxygen concentration as such, there should be life. At least some microbes, and yet we have detected no traces. Yeah, we'll get to that later. Let's finish with the probe readings first. Air radioactivity? It's virtually 0. In a word, a paradise. No radioactivity, no endospores, no bacteria, no mold, no viruses, nothing. Just the oxygen. If there were no living organisms on the continent, there shouldn't be this much of it. What if life develops on some other continents here? No, I doubt it. Insulation outside the equatorial zone is weak. You don't see how thick the polar ice caps were, Doctor. I can guarantee a minimum of 5 miles of ice sheet, potentially 6. That's true. There's more chance of something in the ocean. Some seaweed, algae.
But why didn't life migrate to the land? Could be because of hard radiation. I don't think so. According to the probe readings, the ground activity is exceptionally low for this part of the galaxy. I wonder if some special kind of drought-intolerant evolution occurred here. That would at least explain some of the abnormalities. Anyway, we'll have to take a look under the water. First, it would be good to know what time frame we're working with. Marit, do you have the geological analyses? It's a bit too early for mature conclusions, but this planet looks old to me. Such a fossilized egg must be at least 6 billion years old. Besides, the sun has seen better days too. It's almost a red dwarf. Any rare resources, forms, creatures? We can't expect such detailed data, sir. Not from this distance. Yes, we would have to explore the surface. Astrogator, what exactly are we looking for? The value of this planet. For now, it may seem like the pinnacle of nonsense, but I assure you that Regis III is not without worth. With all due respect, Astrogator, I have the impression you're not telling us everything. As always, Dr. Koval, your instincts are correct. Please forgive my reticence. My goal was to maintain unimpeded research neutrality. There is indeed a very important factor of interest in this planet. The Alliance. The Alliance? The Alliance? Correct. What do they have to do with it? Well, they've sent their most powerful unit here. But to our best knowledge, Condor's traversing a distant quadrant. Well, I'm not talking about the Condor. So, the Invincible? Good guess, Doctor. A steel behemoth with the power to produce billions of kilowatts in a split second, converting it into energy fields that no material body can penetrate, concentrating it into destructive rays as hot as stars that can reduce a mountain range to dust or evaporate an ocean, together with its crew of almost 100 men, professionals that are neither better nor worse than us. Well, I dare to say we're better trained, Astrogator. They are, however, unquestionable masters of propaganda. I know that some accomplishments they brag about are very much far-fetched, but the capabilities of the Invincible are not subject to doubt. And we as the scientific body should sever ourselves from the emotional and symbolic facade. In other words, we cannot ignore facts just because we don't like them, Mr. Koval. All right, but where do we stand in all this, together with our, may I say, not quite as numerous staff? Despite our modest forces, we still have a chance to gain a critical advantage over the Alliance, while avoiding confrontation. Okay, and how would we do that? Simple. We leave this planet before the Invincible arrives here. Which is when, exactly? Well, they're still far away. Astrogator, please, how much time do we have to conduct safe research? 13 days. There's no time to lose, then. I appreciate your eagerness, Koval. Dr. Krauter, do we need full gear? Definitely. Also, I caution you against taking off your helmets for a prolonged duration. This amount of methane is not neutral. Breathing the local atmosphere will lead to saturation drop, and you may start showing symptoms of mild brain damage, feel stupefied. But don't worry, not before an hour or even a couple of hours. I see. Dr. Gorski, will you program Artie to collect samples? Of course. Marit, Krauter, please prepare for the surface. Koval, you two. You're leaving early in the morning. And what about me? You're staying on board, Doctor. But Astrogator... This is not up for debate. I need you here. As you well know, there's not much work to do for a biologist on Regis III, if any. Und dennoch sind wir hier. Well, if I was ordered to stay, what the hell am I doing here? Und dennoch sind wir hier. Und so wie es aussieht, sind wir nicht ohne Grund hier unten. So wie es aussieht, war das Ganze ein Rennen gegen die Zeit. Denn die Allianz, wahrscheinlich die Konkurrenz von uns, möchte hier auch den Planeten erforschen. Und zwar mit viel mehr Ressourcen und mit viel mehr Personal. Die kommen nämlich mit dem unbesiegbaren, möglicherweise einem riesengroßen Raumschiff hierher und mit 100 Mann statt 5. Das heißt, die haben erstens ein viel besseres Raumschiff, wahrscheinlich eine viel bessere Ausrüstung und viel mehr Leute als wir. Das heißt, wir hatten genau 13 Tage Zeit, um diesen Planeten zu erforschen.
Ob wir jetzt schon über die 13 Tage drüber sind oder ob wir gerade mittendrin sind, das ist eine Frage, die wir uns stellen können. Eine Antwort können wir uns aber nicht erwarten, denn die wird noch ein bisschen dauern, bis wir die bekommen. Ich finde es aber sehr gut, dass wir durch diese Erinnerungen immer wieder zumindest ein bisschen was über unsere Gefangenheit, unsere Vergangenheit rausfinden können. Denn was wir hier zu tun hatten, das wissen wir. Aber wie es zu dieser Situation gekommen ist, Oh, thank goodness. Not everyone's in the field. ist eine ganz andere Frage. Und wir empfangen tatsächlich einen weiteren Tracker direkt voraus. Und zwar hier oben beim Lager. Alles klar. Das heißt, wir gucken mal, dass wir diese kleine Schlucht entlang spazieren. Und es sind 2 verschiedene Balken. Kann das sein? Sind es 2 verschiedene Tracker, die wir hier sammeln können? Oder ist es nur einer und der zeigt uns die richtige Richtung? This is Dr. Yasna reporting. Do you copy? I'm entering the campgrounds. Und wir Is sind anyone hier. out there? Oh, it's just an Androbot. Androbot. Stop. Androbot, stop. What the... Der Androbot scheint sich ja nicht wirklich um uns zu scheren. I'm reporting a robot malfunction. No response to voice commands. Cause unknown. Und das ist dann wohl das Signal, das wir hier gerade empfangen haben vom Androbot. Und wir können die Zelte tatsächlich Hey! durchsuchen. Anybody out there? It's Dr. Yasna. Ein Fisch. Krauser was correct. Life on Regis hasn't left the water. Koval also. He said something about it. Dragonfly, come in. Hello, Regis. Dragonfly here. Dr. Yasna at the radio. And Novik? Is his leg still bothering him? Yes, he's been resting in his quarters. We're setting up on the shoreline. It's late, but we still have time to examine the ocean floor. Cool sieht sie aus. He's preparing the probe for launch. We'll start research soon. Oh, one more thing, Yasna. Yes? It's beautiful here. The ocean, wind, sand. My suit is pinching and cramping just at the mere sight. Should I include this in my reports? I'm serious. I don't know about you, but over the years I've learned to hate the void. We do everything to go further, see more, take mankind one step closer to omnipotence, and then we can't even take a walk on land. As if enjoying everything that's around us was almost a criminal act. I understand how you feel, Koval. After all these years, I miss home too. Is it that obvious? I come across as, well, erudite, but at the end of the day, it's simple longing that speaks through me. Well, a little obvious. We have to examine the composition of the ocean, not the... Collect mineral samples. Yes, that's right. Do you want to do the honors? Gladly. Koval, where are you going? Probe the Over. water. I'm switching to A landing. little, a quick recce. I'm gonna take a look around. Distance, 100. A recce? More like a quick ciggy. 300. Am I hearing this correctly? Are you going to smoke, Trouble? No, not at all. I'm staying dutifully at my station. 500. Damn me. Am I seeing this right? Dr. Krauser, would you please have a look here? Of course. Just a second. It's like a school of fish. This is life. What are they doing? They're moving away from us. From us? I'm talking about an artificial robotic gizmo. Right from the probe. As soon as I swim it closer to them, do you see what happens? Is this normal, Yasna? Da fragst du ja gerade die Richtige.
It's hard to speak of normality here, but animals are usually not afraid of equipment or anything they haven't seen before. Are you saying they've already seen probes? I've no idea, but their behavior suggests some sort of defense mechanism. Catch at least one for examination. Then I'll be able to say more. Come here. One more time. Got it. What did you do? I had to electrocute it. Wouldn't have caught it otherwise. I'm taking the specimen ashore. That's a fine one. There'll be plenty to dissect, Yasna. Und man sieht hier auch immer wieder an den Instrumenten, zum Beispiel an unserem Schiff und natürlich auch an der Ausrüstung, an den Zelten, an dem Androbot oder wie das Ding da draußen heißt. Wir sind hier zwar in der Zukunft. In welchem Jahre genau, das werden wir wahrscheinlich nicht herausfinden, aber das Ganze nennt sich Atompunk. Das heißt, wir sind hier zwar in der Zukunft, die Technik hat sich aber nicht so sehr weiterentwickelt, wie wir uns das vorstellen würden, wie wir uns die Zukunft vorstellen, mit Hologrammen beispielsweise oder mit supermodernen Displays, Touchscreens und so weiter und so fort. Das heißt, die Technik, die wir hier im Spiel erleben, ist noch, ich sag jetzt mal unter Anführungszeichen, veraltet, ist ein bisschen so die Technik so in ihren Anfängen. Wir sind aber dennoch in der Zukunft. Das heißt, wir sind in der Zukunft mit alter Technik, die aber trotzdem funktioniert und zwar genauso, wie wir es haben wollen. Man hat es gesehen am Entfernungsmesser, der noch ein stinknormales Fernglas ist und nicht irgendwie eine Drohne, die dann aufsteigt und 4K-Fotos macht und Videos und wie die gleich auf die Erde schicken und die dort ausgewertet werden. Das hier wird es nicht spielen. Wir sind hier mit alter Technik unterwegs in der Zukunft. Das ist das Spiel und das nennen die Entwickler Atompunk. Das ist also der Fisch, die dritte Erinnerung, die wir finden können. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal nach draußen und gucken uns mal Zelt für Zelt genauer an. Denn hier muss ja irgendwo ein Hinweis darauf sein, was wir hier machen. Was sagt denn der Androbot zum Beispiel dazu? Wahrscheinlich gar nichts. Ich sehe hier ein paar zerstörte Ausrüstung. Ein paar Sauerstoffflaschen beispielsweise. Eine Schaufel liegt hier rum. Die Zelte haben definitiv 4 aufgebaut. Ich glaube, so viel ist schon mal klar. Und was für einen wunderschönen Blick man da hinten auf diesen Planeten hat. Cool. Das ist definitiv unser Zelt. Das sieht man an der Flagge. Das ist nämlich unsere Flagge. Das haben wir auf dem Board auch schon gesehen. Auf dem Schiff, auf der Dragonfly da oben. Das ist unser Logo. Hello? Anyone here? Marit! It's Yasna! I came for you! Aber es meldet sich niemand. Wir sind immer noch komplett allein. Und der Tracker zeigt uns nur den Androbot da draußen an. Wir sehen hier ein bisschen Ausrüstung. Manches funktioniert noch. Wir haben hier ein Buch der Physik und anscheinend, guck mal sogar, ein paar Bücher von Dr. Crowther, der Chemiker hier an Bord. Seine Ausrüstung liegt hier, genauso wie der Metalldetektor, den wir gefunden haben. Und auch allein an dem erkennt man, dass wir veraltete Technik hier haben, weil sich die Technik eben nicht so weit entwickelt hat, wie wir uns das vorstellen würden. Weiter geht's ins nächste Zelt. Und wir sehen weit und breit nichts. Hier geht's wieder nach draußen. Ein weiterer Schlafsack, ein weiterer Bücher, Molekularphysik. Ein bisschen was zum Essen haben wir hier hinten. Und tatsächlich ein weiteres Teammitglied. Guck mal einer an. Da ist ja endlich jemand. Dr. Crowther! Didn't you hear me earlier? Doctor? Is everything alright? Das sieht mir definitiv nicht danach aus. Doctor, please, look at me. I report that I've located Dr. Crowther. He's in bad shape. I'm gonna examine him now. Hello, anyone there? I repeat, Crowther is in a serious condition. Und es kann vielleicht daran liegen, dass er das Visier abgenommen hat. Denn in der Erinnerung haben wir gehört, wir sollen das Visier unten lassen, weil sonst irgendwann mal der Verstand verrückt spielt. Wer weiß, wie viele Stunden mittlerweile schon vergangen sind.
Vielleicht ist das bei ihm genau der Fall. Excuse me. Yasna, can you hear me? Astrogator, Finally. I've been listening to you for 2 hours now. my receiver is dead. No need to explain yourself, Doctor. I know everything. The transmitter was still working, so I heard your reports. Glad you didn't lose your head. Wait, please, I need to reconnect. Okay, wir bauen also den Funk von ihm aus und versuchen es bei uns einzubauen. Testing 1, 2, 3. Copy you, Doctor. Loud and clear, but to the point. As I understand it, there's only Dr. Krauter at the camp, and he's not well. What happened to him? I was just about to examine him. Okay, wie sieht's aus mit seinem Dr. Sauerstoff? Krauter, please don't be startled. I need to take your hand. Temperature normal. Pulse 2. O2 saturation is fine. There's nothing physically wrong with the doctor. Ich kann mir gut vorstellen, dass es am offenen Visier liegt. His pupils respond properly. Look at my finger. No delay in reactions. Yet no response to verbal communication. None. Conclusions, Doctor? Up until yesterday, he wasn't suffering from any mental disorders. And there were no visible injuries. So, I test his blood for toxins. Could it be the methane from the atmosphere? No. Methane poisoning causes different symptoms. I'm afraid it's something else. I'll prepare the infirmary. But first things first, Lando. We need to get you all on board. Everyone, not just Dr. Krauter. Couldn't we just evacuate him right away? If it were that easy, I would have sent the hopper long ago. Please look for the mission log. It should include crucial data about the crew's activities. We have 3 more people to find, and you still need to designate a place for the landing. Alles klar, wir haben ein neues Ziel, und zwar das Missionsprotokoll finden, und wir müssen irgendwie schauen, dass wir all unsere Besatzung wieder nach oben bringen. Zum Astrogator, zu unserem Schiff und gucken, was zum Teufel hier schiefgegangen ist. Denn Dr. Krauter geht's definitiv alles andere als gut. Körperlich ist er in einem ganz normalen Zustand, geistig jedoch überhaupt nicht. Ich bin froh, dass es uns nicht so geht, aber wenn wir schon einen gefunden haben, der so drauf ist, wie sieht's denn dann mit den anderen aus? Ich bin sehr gespannt, ob wir unser anderes Team auch finden werden demnächst. Vielleicht ja sogar schon in der nächsten Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen von dieser Runde hier und wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Folge von The Invincible. Bis dahin, tschüss!